Hallo liebe Suzuki Jimny Fans, wir haben für euch ja schon ein neues Frontsystem kreiert, weil der Suzuki Jimny GJ echt ganz mager ausgestattet ist mit Lautsprecher und Sound. Also für vorne haben wir das Thema schon erledigt, aber viele haben gefragt, ja, was machen wir jetzt hinten? Naja, hinten sind auch schon Lautsprecherkabel drin, aber keine Lautsprecher. So, und hier gibt es die Lösung von uns. Heute stellen wir euch vor, Lautsprecherset für Jimny GJ hinten. Mit allem, was ihr dazu braucht. Viel Spaß, ich zeige euch jetzt, wie es geht zum Einbauen. Bevor das Video jetzt richtig beginnt, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass wir ganz am Anfang, bevor wir Hecklautsprecher angeboten haben, also die ersten, da hat man tatsächlich einen Denkfehler und einen Rechenfehler drin und da war das Lautsprechersystem einen minimalen Wert zu tief und wir haben natürlich dann auch Lösungen gefunden. Ich möchte nur anmerken, dass alles, was ihr jetzt im Video seht, natürlich die neueste Version ist und optimal in den Jimny reinpasst. Wer sagt, ich möchte vielleicht doch noch ein bisschen Geld sparen, ich möchte hinten gar nicht so viel investieren. Dem haben wir noch die Möglichkeit eines einfacheren Lautsprechers. Da könnt ihr euch dann frei entscheiden, was ihr möchtet. Wir haben auf jeden Fall die Creme de la Creme Variante und eine einfachere Variante, die sich preislich unterscheiden. Könnt ihr mal reinschauen im Webshop. Jetzt geht's aber los mit unserem Video. Das Coole ist, die Verkabelung für die hinteren Lautsprecher beim Suzuki Jimny sind bereits schon verlegt und sind einmal links und einmal rechts im Fahrzeug drin, also einmal links und einmal rechts, damit es auch richtig ist. Und wir bauen jetzt die Seitenverkleidung weg. Auf beiden Seiten ist es so ähnlich, dass ich euch das jetzt nur auf der rechten Seite zeige, wie das funktioniert. Die linke funktioniert ganz genauso. Die Clips lassen sich mit dem Schraubenzieher völlig entspannt entriegeln. Und so können wir alle rausnehmen. Da braucht ihr bloß immer reinfahren und das Ding hier so rausziehen und dann lässt sich der ganze Clip so entfernen. Davon haben wir ein paar Stück hier außenrum. Die Seitenverkleidung müssen wir ja hier vorne auch praktisch entfernen. Dazu nehmen wir mit einem herzhaften Ruck die ganze Schwellerverkleidung weg. Jetzt können wir bereits schon anfangen, hier oben das Ganze zu entklippen. Jetzt können wir das Ganze nach oben rauslupfen und auf die Seite legen erstmal. Zusätzlich zu unserem Heck-Lautsprechersystem empfehle ich euch unbedingt noch ein bisschen Dämmung mitzunehmen, damit wir auch die Seitenverkleidung und das Blech ein bisschen ruhiger kriegen. Hier ist direkt Außenblech und das tun wir erstmal dämmen und machen unseren Akustikschaum noch mit oben drauf. Das ist das allererste, was wir machen. Dann machen wir uns hier so ein Fetzen klar, ein Stück mal davon. So. Und das Stückchen, das ziehen wir mal hier hinten durch, dass wir das gleich einarbeiten können. So, gut. Akustikschaum auch noch mit hinten ran. So, dann hätten wir schon mal die erste Basis. Das ist übrigens das Lautsprecherkabel, wo wir uns jetzt drauf andocken. Das ist in der Regel hier oben irgendwo mit dem anderen Kabelstrang zusammen eingebunden. Man muss es hier bloß rausnehmen und dann haben wir dieses Kabel in der Hand. Eine kleine Dämmmaßnahme an der Seitenverkleidung von hinten machen wir auch noch ein bisschen was. Hier ist ja so ein Vlies schon mit drauf von Werk ab. Den können wir getrost einmal auf die Seite tun, weil wir an der Stelle unsere Verkleidung hier ein bisschen dämmen mit so viel, dass wir praktisch mit einer Matte tatsächlich zwei komplette Türen machen. Also jetzt hier von der einen Hälfte nochmal die andere Hälfte. Die können wir nämlich jetzt hier mit aufbringen, damit das so wenig wie möglich mit vibrieren kann. Das müssen wir natürlich gleich wieder ausschneiden, weil da ist ja unser Lautsprecher nachher dran. Das können wir gleich wegmachen, aber wir machen jetzt mal hier die Türverkleidung oder die Seitenverkleidung fix. So, hier ist auch noch so ein Lüftungsloch
Das dürfen wir auch nicht komplett verkleiden, also schneiden wir es natürlich aus. Mit dem Remover-Tool kann man auch super solche Kanten hier nacharbeiten, ohne sich die Finger zu verrenken. Und das ist natürlich auch mal ein guter Einsatzbereich dafür. Wenn es mal so ausschaut, dann ist es gut, weil dann haben wir wenigstens zumindest mal hier im unmittelbaren Bereich um den Lautsprecher nur Dämmung vorgenommen. Wir machen das da hinten, das Entlüftungsloch, machen wir auch wieder zu. Das können wir hier mit dem alten Material wieder zumachen. Da bei der, naja, wo zwei so Dinger schon dran sind, können wir es auch wieder ganz abschneiden. Das ist ganz cool, das Material, weil das sich praktisch selber wieder verschweißt. Und jetzt können wir rings um den Lautsprecher natürlich noch den Rest von unserem Dämmschaum mit anbringen und verkleben auch gleichzeitig hier dieses Teil, damit das fix dran ist. Da liegt aber auch im Installationskit Klebepads mit dabei, um die Sachen zu fixieren. Aber so, wenn wir das hier mitverwenden, dann können wir da echt richtig stolz drauf sein. So, das packen wir hier auch noch schön außen rum. Das schaut auch gut aus. Und jetzt können wir die Lautsprecher installieren. Kommen wir zum eigentlichen Material, was in unserem Chimney GJ Hecksystem eigentlich alles so mit im Lieferumfang drin ist. Da haben wir natürlich einmal 13 cm Koaxiallautsprecher und zwar richtig gute. Um das Ganze richtig zu installieren, haben wir für euch extra aus MDF einen passenden Rahmen gebaut mit den entsprechenden Vorbohrungen schon drin. Also jetzt ist es kinderleicht für euch, das Ganze zu installieren. Wir haben einen entsprechenden Anschlussstecker mit dabei, der dann im Fahrzeug direkt angesteckt werden kann. Und wir haben auch noch Schaumdichtband mit dabei, um das optimal im Fahrzeug zu integrieren. Dann können wir gleich mal anfangen mit dem entsprechenden Dichtband, den Lautsprecher zu bekleben. Von vorne können wir das entsprechende Dichtband ranmachen und zwar um den Lautsprecher drumherum, dass der nachher zwischen Türverkleidung oder Seitenverkleidung und der eigentlichen Membran hier so richtig abgeschottet wird und der Schall nur nach vorne raus durch das eingebaute Gitter in der Türverkleidung geht. Das können wir am Boden richtig anpressen. Damit haben wir den Lautsprecher schon vorbereitet, dass wir im Auto einfach nur noch einschrauben müssen. Den beiliegenden Stecker können wir natürlich auch gleich mit anstecken. Jetzt kommt unsere Montageplatte ins Spiel. Die setzen wir hier nach oben ein und dann nach unten. Und jetzt können wir das mit den beiliegenden Schrauben festmachen. Und naja, das kann man entweder mit einem Kreuzstitz-Schraubendreher machen. Oder wer es ein bisschen komfortabler hat, mit dem Akkuschrauber, dann geht das natürlich alles ein bisschen schneller. So, dann machen wir mal 4 leicht fest und zum Schluss ganz fest. Gut. Dann können wir ja schon den Lautsprecher einsetzen. Den schließen wir vorher mal noch an. Jetzt können wir den Lautsprecher auch hier direkt reinsetzen und festschrauben. Leute, das war's schon. Jetzt wieder die Seitenverkleidung drauf, alles wieder festklippen. Ist ja überhaupt gar kein Problem, genauso wie wir es weggemacht haben. Und das gleiche dann machen wir auf der Fahrerseite noch und dann ist alles schon drin. Neues Hecklautsprechersystem. In dem Fahrzeug haben wir ja schon neue Frontlautsprecher drin. Wir haben auch unterm Sitz bereits unseren aktiven Subwoofer, den ich jetzt aber gerade abgeschalten habe, also damit der jetzt hier überhaupt gar nicht mitläuft. Die hinteren Lautsprecher werden auch nicht brutal ins Klanggeschehen eingreifen, aber jetzt schauen wir einfach mal. Wir haben jetzt hier alles nach vorne gerade im Moment und dann schalten wir die Lautsprecher jetzt einfach mal langsam dazu. Ja? So läuft es jetzt normalerweise und jetzt nehmen wir mal alles nach hinten. So, und jetzt habe ich mein Klanggeschehen genau hier mittendrin. Ich sitze mitten im Sound und so würde das hintere Lautsprechersystem jetzt gerade abgehen. Geht okay, geht gut. Auch von den Höhen und von den Mitten ist es jetzt wirklich deutlicher Zuwachs.
Und wir können natürlich, wenn man das gesamte Soundsystem jetzt zusammenlaufen lässt, da haben wir jetzt echt richtig Dampf. Jetzt schalte ich auch noch gleich den Subwoofer dazu. Und jetzt sind wir ja eigentlich durch. Was wollen wir denn jetzt noch mehr? Subwoofer on. Und jetzt geben wir mal ein bisschen Stoff hier. Jawohl. Und so muss die Anlage klingen. Zumindest in der Größenordnung. Anderer Song. Subwoofer ist schon fast so heftig. So. Das macht Laune jetzt. I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. And I'll always be around when I need some loving, baby. So, liebe Chimney-Fahrer im Gelände oder egal, wo ihr euch in Zukunft befindet. Jetzt habt ihr richtig Spaß. Und die Einbauzeit und der Aufwand hier, es ist ja alles wirklich überschaubar. Wir haben euch so viel schon vorbereitet, dass es wirklich mit normalem Standardwerkzeug alles zu machen ist. Und wie in den Videos der ein oder andere Trick und Tipp von uns noch, wer den mit beachtet, der hat echt richtig Spaß. Mit der Dämmung auch noch mit dazu. Der Bass unterm Sitz, der... Jetzt macht's Laune. Apropos Tipp, ich möchte euch gleich darauf aufmerksam machen, wer ein Nachrüstradio schon integriert hat. Das funktioniert, was ich euch jetzt zeige, nicht bei Originalradios, aber die Nachrüstradios haben in der Regel alle eine eingebaute Frequenzweiche drin. Und dadurch, dass mir die vorderen Lautsprecher und die hinteren Lautsprecher sind bloß 13 cm Lautsprecher, die machen den tieferen Bass nicht. Dafür haben wir ja jetzt sogar den Subwoofer. Wir können diesen Lautsprechern den Frequenzbereich wegschneiden, den die eh nicht ordentlich machen. Damit klingen die danach auch wirklich viel besser und dynamischer und freier. Zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Um euch das akustisch so gut wie möglich zeigen zu können, habe ich den Subwoofer jetzt erstmal wieder ausgeschalten. Und jetzt können wir in die Frequenzweichen reingehen und können jetzt hier pro Kanal eigentlich auswählen, was wir machen möchten. Jetzt vorne zum Beispiel, High-Pass-Filter. Den haben wir jetzt sowieso erstmal von der Flanke überhaupt eingeschalten. Wenn hier steht 0 dB, dann ist der auch gar nicht aktiv. Erst mit 6 dB, 12 dB schneidet der jetzt diesen Bereich ab. Und da können wir jetzt wählen, wie weit runter soll denn das Lautsprechersystem laufen. Das ist jetzt für vorne. Da haben wir jetzt bei 80 Hertz hier eingestellt. Wer keinen Subwoofer hat, der kann das ruhig bis, sagen wir mal, 50 Hertz laufen lassen. Alles, was da drunter ist, würde den Lautsprecher nur unnötig belasten. Also in unserem Fall 80 Hertz fürs Frontsystem. Das gleiche habe ich jetzt fürs Hecksystem eingegeben, damit der gar nicht so viel Hub machen muss. Und für unseren Subwoofer, den habe ich jetzt gerade abgeschaltet, deswegen kann ich nicht einschalten, wäre das hier praktisch genau umgekehrt. Der spielt bis zu 80 Hertz. Ansonsten hören wir uns das jetzt Ganze mal an. Ich stelle jetzt mal das Ganze nur aufs Frontsystem. So, alles nach vorne. Und jetzt zeige ich euch, wie das klingt, wenn man das falsch einstellt. So, jetzt haben wir für vorne, machen wir mal den 80 Hertz Filter drin und fangen das Lied nochmal von vorne an. Und geben natürlich auch ein bisschen Stoff rein, damit man auch das richtig hört. So, jetzt klingt alles noch relativ sauber. Und wenn ich jetzt nach unten gehe, dann kommt jetzt mehr Bass dazu. Noch mehr Bass. Und wenn ich jetzt ganz nach unten gehe, da fängt das an, das Lautsprechersystem überlastet zu klingen. Obwohl das völlig unnötig ist, ab dem Bereich kann ich jetzt auch die Frequenz einfach noch ein bisschen höher wählen. Der hörbare Bass ist bei 50 Hertz quasi genauso laut, wie wenn ich die Frequenz noch weiter runter mache. Aber ich belaste meinen Lautsprecher damit mehr. Und das kann ich pro Lautsprecherset eingeben, für vorne und für hinten.
Jetzt haben wir euch für eigentlich alle Situationen im Chimney eine Lösung vorgestellt, wie das funktioniert. Wir haben ein cooles Autoradio hier vorne drin. Wir haben auch ein Video gemacht über ein normales Doppeldien-Autoradio, über die Rückfahrkamera, über die Frontlautsprecher, über die Hecklautsprecher und ein separates Video für einen Subwoofer. Wenn ihr noch weitere Fragen habt und Ideen, was man da machen kann, ruft uns doch an. Unseren Support, der ist jederzeit für euch da, 08331 99 0300. Ansonsten klickt doch die Glocke, wenn es auch andere Autos gibt, die wir für euch machen können. Schreibt unten einen Kommentar rein, was für ein Auto könnte für uns interessant sein, welches Auto wird oft gefahren und hat einen grottenschlechten Sound, sowas wie der Chimney hier. Jetzt ist alles geil. Danke fürs Zuschauen und abonniert uns. Bis bald, euer Olli.